Hallo Actionfans, willkommen bei Polizei Halt. In 2 Teile zerbrochene Fahrzeuge, ein LKW, der von der Straße abgekommen ist und vieles mehr. All das gibt es gleich zu sehen. Bleiben Sie dran! Am 12. Oktober 2025 gegen Abend wurde in der Nähe von Round Top und Bradley ein Verdächtiger von Polizeibeamten entdeckt. Die Arkansas State Police wurde zum Tatort geschickt, darunter auch Trooper Ethan Hyland. Nachdem die Verfolgungsjagd eine Weile ruhig verlief, gab der Fahrer plötzlich Gas und überquerte die Kreuzung auf gefährliche Weise. Dies war die erste Aktion, die die Verfolgungsjagd auf eine neue Ebene hob. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Der Fahrer verließ die Autobahn und fuhr in ein dicht bewaldetes Gebiet. Der Polizeibeamte unternahm hier seine ersten Schritte, jedoch ohne Erfolg. Es kam zu einer Verfolgungsjagd durch die Straßen. Dabei kam der Fahrer mehrfach von der Straße ab und zerstörte den Zaun eines Hauses. In Deutschland setzt die Polizei in ähnlichen Situationen in der Regel Spürhunde und drohnengestützte Wärmebildkameras ein, während in den USA sofortiger physischer Kontakt und Absperrungen der Umgebung im Vordergrund stehen. Welche Methode ist Ihrer Meinung nach effektiver? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Auf den Bildern der Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Beamten am Unfallort eintreffen und beginnen, die Umgebung zu sichern. Die Polizeibeamten koordinierten sich über Funk und riefen wiederholt: Hände hoch und keine Bewegung.
Trotz der Warnungen rannte der Verdächtige weiter in Richtung Wald, schrie und fluchte und behauptete, verletzt zu sein. Die Beamten arbeiteten koordiniert über Funk zusammen, um die Position des Verdächtigen zu bestimmen. Nach einer kurzen Suche wurde der Verdächtige in einem dichten Waldstück gefunden. Obwohl er sich bei seiner Festnahme weiterhin widersetzte, gelang es den Polizisten, die Situation unter Kontrolle zu bringen, bevor sie eskalierte. Am Morgen des 12. Oktober 2025 gegen 0:45 Uhr entdeckten Beamte des Pierce County Sheriff's Office einen gestohlenen Lastwagen, der auf der 198. Avenue E in östlicher Richtung in der Gegend von Bonnie Lake unterwegs war. Good sticks, and he just attempted to hit another deputy. Ein Streifenpolizist leitete eine Verkehrskontrolle ein, um das Fahrzeug anzuhalten. Doch statt anzuhalten, begann der Fahrer zu fliehen. Daraufhin begannen die Beamten eine Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit. Two attempted pits. He drove out of both of them. Third time's a charm. Während der Verfolgungsjagd wurde mehrmals eine PIT-Manöver durchgeführt, um den LKW von der Straße abzubringen. Als das Fahrzeug angehalten wurde, stellten die Beamten fest, dass 2 Verdächtige im Führerhaus des LKWs eingeklemmt waren und forderten die Feuerwehr zur Hilfe an. Kurz darauf begann jedoch Rauch aus dem LKW aufzusteigen. Die Beamten bemerkten dies, näherten sich schnell der Frontscheibe, schlugen sie ein und schufen so eine Fluchtöffnung, durch die die Verdächtigen entkommen konnten. Die Verdächtigen krochen durch die kleine Öffnung, die die Beamten geschaffen hatten, und wurden sofort festgenommen. Who are you? Hudson and 1038, Hutchison and Am Abend des 20. Dezember 2022 bemerkte Trooper First Class Daryl Hinton 508 auf der Hutchinson Street in Richtung Norden, dass ein goldfarbenes Auto aus der Gegenrichtung mit einem falsch angebrachten Nummernschild unterwegs war. Als er umkehrte, um diesen Verstoß zu untersuchen, ignorierte das Fahrzeug an der Kreuzung Malcolm Street das Stoppschild und bog nach rechts ab. Hinton versuchte dem Fahrzeug zu folgen, aber der Fahrer versuchte mit einigen schnellen Manövern den Beamten abzuhängen. Als kurz darauf die Verfolgungsjagd begann, bog das Fahrzeug erneut auf die Hutchinson Street ab, fuhr in Richtung Norden und missachtete erneut das Stoppschild. Hinton informierte die Zentrale per Funk und gab Details wie die Verkehrsbedingungen, die Fahrtrichtung und die Geschwindigkeit durch. Der flüchtige Fahrer wurde später als Frederick Tate Jr. identifiziert. Tate fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde durch das Viertel, machte gefährliche Wendemanöver und überholte zahlreiche Fahrzeuge auf der linken Seite, wobei er weiterhin gegen die Verkehrsregeln verstieß. An der Kreuzung Bryant Street kollidierte er mit einem Lincoln MZK und einem Chevrolet Silverado. Sein Fahrzeug geriet außer Kontrolle und beschädigte beide Fahrzeuge. Nach dem Unfall begann Tate durch die Fahrertür zu klettern, um zu fliehen. Hinton stieg aus seinem Fahrzeug aus und befahl dem Beifahrer Deonte Amos im Fahrzeug zu bleiben. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß ergab sich Tate auf freiem Feld. Amos wurde ebenfalls ohne Widerstand am Unfallort festgenommen. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden am Unfallort behandelt.
Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden in einem weißen Rucksack 7 MDMA-Pillen, Ecstasy, in verschiedenen Farben gefunden. Außerdem stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Fahrzeugs zu einem anderen Fahrzeug gehörte, während eine Überprüfung anhand der korrekten Fahrgestellnummer ergab, dass es sich um einen 2004er Toyota Camry handelte, der in Memphis, Tennessee zugelassen war. An einem Abend im Jahr 2025 gegen 18:30 Uhr war Trooper Robbins auf Streife in der Nähe der Highway 70 West und der Majestic Lodge Road. Während seiner Streife fiel ihm ein grauer Range Rover auf, der mit Sprühfarbe besprüht war. Als er das Kennzeichen des Fahrzeugs im System überprüfte, stellte sich heraus, dass es gefälscht war. Daraufhin fuhr Trooper Robbins auf die Autobahn, um das Fahrzeug zu verfolgen. Als er sich dem Fahrzeug näherte und seine Blaulichter einschaltete, beschleunigte der Fahrer plötzlich und versuchte zu fliehen. Robbins informierte die Einheit Troop Car über Funk über seine Position und versuchte dann, das Fahrzeug mit einem PIT-Manöver zu stoppen. Der erste Versuch schlug fehl. Das Fahrzeug wechselte auf die östliche Fahrspur und versuchte eine Kehrtwende zu machen. Während die Verfolgungsjagd weiterging, fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in westlicher Richtung weiter. Robbins näherte sich dem Fahrzeug mit einem zweiten Manöver und führte diesmal erfolgreich ein PIT-Manöver durch, wodurch das Fahrzeug außer Gefecht gesetzt wurde. Nachdem das Fahrzeug angehalten hatte, war die Verfolgungsjagd beendet. Robbins stieg aus seinem Fahrzeug aus und forderte den Fahrer auf, ebenfalls auszusteigen. Doch dieser konnte aufgrund der beschädigten Fahrertür nicht aussteigen. Mithilfe der Feuerwehr und der Rettungskräfte, die am Unfallort eintrafen, wurde der Fahrer sicher aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Krankenwagen ins St. Vincent Hospital gebracht. Bei der Identitätskontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um Haley Hollingsworth handelte, der von der Polizei von Garland County und Hot Springs gesucht wurde und gegen den außerdem ein Haftbefehl im Bundesstaat Oklahoma vorlag. Außerdem wurde festgestellt, dass sein Führerschein eingezogen worden war. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus wurde Hollingsworth entlassen und in die Haftanstalt von Garland County gebracht. Am Abend des 7. September 2022 gegen 19:03 Uhr befand sich ein Streifenwagen der Staatspolizei auf der Interstate 55 in einem Bereich, in dem der Verkehr aufgrund eines früheren Vorfalls auf der Brücke zum Stillstand gekommen war. Zu diesem Zeitpunkt fiel ihm ein roter Pontiac Grand Prix auf, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 Kilometern pro Stunde auf der rechten Spur fuhr. Das Fahrzeug überholte trotz des dichten Verkehrs andere Fahrzeuge auf dem Standstreifen. Der Polizist versuchte, das Fahrzeug mit Blaulicht anzuhalten und nach kurzer Zeit fuhr das Fahrzeug rechts ran. Beim ersten Kontakt mit dem Fahrer wurde ein starker Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen. Der Fahrer gab an, keinen Führerschein zu besitzen und die Beifahrerin auf dem Beifahrersitz gab an, keinen Ausweis zu haben. West Memphis or Memphis? I'm from Missouri. You're from Missouri, okay. Die weibliche Passagierin wurde zunehmend nervös und sagte, es könnte eine Waffe im Auto sein. Kurz darauf kehrte sie zum Auto zurück, rief, vielleicht sind noch andere Dinge da und sprang plötzlich auf den Fahrersitz, um das Auto zu starten. Obwohl die Polizei versuchte, sie aufzuhalten, gab die Frau Gas und floh. Female jumped in the car on me and took off. We're almost to the bridge.
Die Flucht führte mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde weiter in Richtung der Interstate 55 Brücke. Kurz darauf kam das Fahrzeug plötzlich zum Stehen und die Polizei meldete über Funk, dass es einen Unfall gegeben habe. Der rote Pontiac war mit einem Lastwagen kollidiert und in 2 Teile zerbrochen. Die Fahrerin wurde schwer eingeklemmt im Fahrzeuginneren gefunden. Oh my God, she went over. Simmer, I'm not gonna get out. You're not getting Oh my out. God, breathe, man. She, oh my God, no, you did not do this to yourself. No! No, bro, no, man. She went under the simmer. The car split in half, mama. Oh my God, what has she done, bro? I think my breathe, what, breathe? Oh my God, bro. Nachdem die Frau mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde sie als Brittany Johns identifiziert. Eine NCIC-Abfrage ergab, dass Johns im Bundesstaat Illinois mit einem Vollstreckungsbefehl gesucht wurde. Bei der Durchsuchung des hinteren Teils des Fahrzeugs wurde ein Revolver vom Kaliber 22 gefunden, der nach der Aufnahme von Fotos am Unfallort als Beweismittel beschlagnahmt wurde. Eric Winford wurde wegen Verkehrsdelikten und illegalem Waffenbesitz in das Crittenden County Detention Center gebracht und dort inhaftiert. Am 18. Juni 2025 gegen 11:15 Uhr bemerkte Sergeant H. Greenwood einen grauen Dodge Pickup, der sich auf dem John Harden Drive verdächtig verhielt. Das Fahrzeug blinkte plötzlich vor dem Starbucks und bog in das Einkaufszentrum ein, um kurz darauf wieder auf die gleiche Straße zurückzukehren. Nach Greenwoods Erfahrung war dieses Verhalten eine Taktik, die häufig angewendet wurde, um einer Begegnung mit der Polizei zu entgehen. Daraufhin nahm der Streifenwagen die Verfolgung des Pickups auf dem Highway 76 South auf. Das Fahrzeug wechselte mehrmals die Spur und tat so, als würde es anhalten wollen, setzte jedoch seine Flucht fort. Als die Sirenen eingeschaltet wurden, erhöhte er seine Geschwindigkeit und fuhr mit etwa 130 Kilometern pro Stunde durch eine Baustelle, in der eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 55 Meilen galt. In Deutschland werden solche Verfolgungsjagden in der Regel schneller und kontrollierter beendet. Die Polizei setzt meist Straßensperren oder Hubschrauber ein, um die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer durch hohe Geschwindigkeiten zu minimieren. In den USA sind jedoch Manöver mit direktem Kontakt wie TVO häufiger anzutreffen, was Verfolgungsjagden sowohl dramatischer als auch gefährlicher macht. Insbesondere in Bundesstaaten wie Arkansas verfolgt die Staatspolizei bei ihren Fahrzeugtaktiken einen aggressiveren Ansatz in Bezug auf hohe Geschwindigkeiten und physischen Kontakt, während in Deutschland Verfahren und öffentliche Sicherheit Vorrang haben. Welche Methode wäre Ihrer Meinung nach effektiver? Die professionelle und vorsichtige Vorgehensweise in Deutschland oder die schnelle und kraftvolle TVI-Intervention in den USA? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren. Welche Taktik würden Sie als Verantwortlicher bevorzugen?
Die Flucht dauerte bis zur Interstate 40 West. Hier schaltete sich die Polizei des Bundesstaates Arkansas ein. Nach der Festnahme der Fahrerin bestätigte die am Tatort anwesende Beamtin Jayla Lane, dass die Fahrerin während der Verfolgung einen Gegenstand aus dem Fenster geworfen hatte und nicht versichert war. Die Frau wurde als Liliana Zuniga Rocha identifiziert. Bei ihr wurden ein gefälschter US-Aufenthaltsausweis, 2 Bankkarten anderer Personen und ein Ausweis aus Arkansas gefunden. Außerdem wurde eine ungültige Versicherungskarte entdeckt. Was könnte die Frau ihrer Meinung nach aus dem Fenster des Fahrzeugs geworfen haben? Der verfolgende OFZ, John L. Burton, holte den Konvoi in der Nähe des McCain Boulevard ein und unterstützte die Arkansas State Police auf der Interstate 40 West. Als das Fahrzeug nach dem TVI in die falsche Richtung abbog, sperrten Burton und andere Beamte die Straße und näherten sich mit nicht tödlichen Waffen, um den Fahrer außer Gefecht zu setzen. Rocha wurde nach dem Anlegen von Handschellen ins Unity Hospital gebracht. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Polizeiverfolgungsjagden anzumelden. Bis bald!